Ja, aber den Klang hat man doch direkt wieder Bock, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei dem schönen Wetter. Brutal. Noch nicht lang her, da hat es hier geschneit und jetzt haben wir hier strahlenden Sonnenschein mal wieder. Ist das nicht geil? Und ein Auto, das natürlich auch einfach nur traumhaft ist. Heute fahren wir Carrera 4S. Hatten wir noch nicht auf dem Kanal eigentlich. Genau, also wir haben zwar schon den 992 gedreht. Und, schon häufiger, ja. Aber ein 4S war in der Tat bis heute noch nicht dabei, aber das ändern wir heute. Ja, wir hatten den Targa 4S schon mal, ein Video, was auch sehr gut geklickt wird. Das Auto war ja auch unglaublich traumhaft, ne? Ein Karminrot, rote Ziernähte. Ja, der war sehr, sehr schön. Der hatte auch echt einen Wahnsinnslistenpreis, glaube ich, irgendwas um die 180, 185 lag der. Also für einen Targa 4S ist das echt Wahnsinn. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal den normalen 4S an. Allrad im 992, ist es sehr gefragt? Ja, also 4S ist natürlich auch immer von der Fahrstabilität, ja, von der Fahrsicherheit finde ich es immer super, gerade auch bei nassen Straßenverhältnissen oder wenn es mal schneit, wie jetzt die Tage in Mannheim, dann ist so ein Allrad echt ein Vorteil. Ja, ansonsten ist der hier super alltagstauglich konfiguriert, ja, schön schwarz-schwarz, hat das Sport-Paket mit dabei, damit wir auch ein bisschen mit dem Fahrmodi rumspielen können. Und Launch Control, die ich auf alle Fälle ausprobieren will, weil 4S, also es ist halt schon brutal. Es waren, glaube ich, 3,4 Sekunden auf 100 oder so. Das ist einfach nur heftig. Und ich meine, 450 PS, ja, das Fahrzeug ist ja ein Sportwagen, ist super leicht, ja. Also 450 PS sind da echt schon, machen da viel aus. Ja, und jetzt fahren wir hier gerade auf die Autobahn und ich glaube, der Laura zuckt da schon wieder im Gasfuß. Ja, den lassen wir jetzt zucken. Ja, das ist mal eine Überraschung, oder? Turbo S Exclusive Series mit Carbonrädern. Steht hier auf dem Parkplatz. Verrückt, echt krass. Ne? Gerade Laura wieder hier zurückgebracht. Gleich geht's weiter in Odenwald, aber ey, irre. So Leute, und jetzt seht ihr mich mal aus einer ganz anderen Perspektive. Und ihr solltet mal sehen, wie toll das aussieht, wenn man eine GoPro auf dem Kopf hat. Ja, ihr könnt euch einen Teil dazu denken. Ich hoffe, das Material sieht aber ganz cool aus. Und wir starten mal wieder auf der Autobahn. Ist schon ein bisschen her. Aber mit 450 PS geht es halt einfach so stark vorwärts. Da braucht man Platz.
mal Sport Response ausprobieren. Lässt uns nicht, lässt uns doch. Einfach zack, geht's vorwärts mit so einem S. Das ist so krass. Sport Response läuft in dem kurzen Zeitraum nicht mal ab. Ne? Die 20 Sekunden, die man hat, sind schon fast zu lang. Man holt das nächste Auto wieder ein. Es ist einfach brutal. Mit was für Geschwindigkeiten man hier fährt. Das ist so krass beim 992. Das Auto fährt über 300 Spitze. Das habe ich euch schon in mehreren 992 Videos gezeigt. Da steht so schnell 300 auf dem Tacho. Auch bei dem Targa 4S. Das war einfach so krass. Ja, und da sind wir schon wieder im Lorsch. Und so fix geht das halt. 14,4 Liter Verbrauch, ja, ist klar. Ne? Wenn man so schnell fährt, braucht man sich darüber nicht beschweren. Was aber auch sehr angenehm ist, Segelmodus im 992, auch wenn er von alleine nicht so schnell reagiert. Ich denke mal, das macht einfach wenig Sinn, bei einem 8. Gang da noch großartig zu segeln. Man kann es trotzdem noch anwählen, indem man das Plus-Pedal zum Hochschalten zieht. Und dann segelt er auch hier ganz easy in die Ausfahrt rein. Und das ist halt wirklich krass zum Spritsparen. Auch dieses Auto rollt einfach extrem gut, trotz Riesenreifen. Rollt ein 11er genial gut. Ist natürlich auch sehr windschnittig, was hilft. Und ja, das ist halt so mit so einem 992 auf der Autobahn. Wir sammeln jetzt mal den Björn ein. Und dann fahren wir in Odenwald, weil das Wetter ist immer noch sehr stabil gut. Machen ein paar schöne Aufnahmen, schöne Bilder, die ihr dann natürlich auf den Instagram-Accounts vom Porsche Zentrum seht und natürlich auch bei mir und beim Björn. Und so ein bisschen auf der Landstraße wollen wir den ja auch nochmal bewegen. Ja, Wetter ist immer noch traumhaft und ich habe doch noch ein bisschen mehr Zeit, bis ich den Björn abholen muss. Und ja, sag ich mal, nutzen eine fixe Chance, gehen wir ums Auto rum. Ist sehr Serie, aber auch, finde ich, ganz gut gemacht. Serie heißt in dem Fall, das heißt, wir haben schwarz, den Unilack, wir haben auch die Serien-Innenausstattung, wir haben die Serien-LED-Scheinwerfer, wir haben die Serienfront. Viele 992 haben einfach schon das Sportdesign-Paket drin. Hier jetzt mal die normale Front. Wir haben die RS Spider Designräder, 20 Zoll vorne, 21 Zoll hinten, wie wir es vom 992 natürlich gewöhnt sind. Die Seitenscheibenleisten haben wir in Schwarz-Hochglanz, Panorama, Hubdachsystem haben wir auch. Und hinten wird das Fahrzeug, finde ich, so richtig schön klassisch. Wir haben da oben die Grills, haben wir ganz normal in Silber. Die Modellbezeichnung haben wir auch Standard in Silber und 911 Carrera 4S haben wir auch in Silber. Und die Sportabgasanlage, die ist aber in Schwarz-Hochglanz. Unser 992, das Heck, das ist halt schon richtig fett. Das sieht einfach so genial aus. Und besonders, wenn das Licht dann noch dazu leuchtet, sieht das nochmal eine Menge besser aus. Das ist, finde ich, wirklich ein Alleinstellungsmerkmal vom 992. Dieses Lichtband, man erkennt es auch, wo es ja in der Zwischenzeit viele Fahrzeuge haben mit dem Leuchtband. Einen 992, den erkennt man sofort. Dieses Leuchtband sitzt so tief und hat diese exakte Größe, dass man genau weiß, das ist ein 11er und nichts anderes. Extremes Alleinstellungsmerkmal. Ja, Räder habe ich schon gesagt. RS Spider, 21 Zoll hier, 20 Zoll vorne. Und da ist eine Menge Gummi drauf. Fährt auf P-Zeros hier von Pirelli, dieses Fahrzeug. Keine Michelins. Und 305 mm auf der Hinterachse. 245 mm vorne auf der Vorderachse. Das ist einfach eine Menge Gummi und ja, Traktion mit dem Allrad dann noch dazu, natürlich en masse. So, warum finde ich die Ausstattung hier von dem Fahrzeug eigentlich ganz cool, auch wenn es die Serienausstattung ist. Das heißt, wir haben hier wirklich gar kein Leder in der Tür. Ne? Da ist nichts drauf, hier ist nichts drauf.
Hier ist auch gar nichts an Leder. Das fällt auch wirklich sehr ins Auge, weil es einfach ein großes Teil ist. Hier die Serienzielelemente, die finde ich tatsächlich eigentlich ganz schick, ist gut gemacht. Ja, aber warum mag ich das Fahrzeug so? Memory-Paket mit 14 Wegesitzen. Ich finde, das ist einfach die perfekte Kombination. Klar, ist jetzt total subjektiv, jeder Körper ist anders, aber mein Körper passt einfach so unheimlich gut in diese 14 Wegesitze und die stellt man sich so zackig schnell ein. Und mit dem Memory-Paket ist es noch richtig Luxus, wenn sich dann das alles hin und her fährt. Zum Aussteigen und Einsteigen super angenehm und zum Fahren geht der Sitz dann wirklich richtig schön nach vorne. Man sitzt einfach super sportlich in diesem Fahrzeug. Das ist einfach so angenehm, man hat keine Probleme, dass man hier immer ranschraubt, weil man fährt sich zurück, bevor man aussteigt. Alles automatisch, super schön. Natürlich auch klar, Bose Soundsystem, Must-Have hier. Dieses Fahrzeug hat das auch. Ein Must-Have hat dieses Fahrzeug leider nicht. Spurwechselassistent, ja gut, ne? Da muss man ja wirklich ein bisschen mehr aufpassen. Spiegel machen das aber auch sehr gut. Habe ich auch schon häufig erklärt, warum ich das ganz gut finde, dass man das eigentlich auch haben muss, ein Spurwechselassistent. Den Radarabstandshalter haben wir und das ist ja eigentlich beim 11er nicht so häufig, beim 992 wird es jetzt ein bisschen mehr und das ist einfach ein super entspanntes Autofahren. Ja, weiter natürlich die Sportabgasanlage, die wir da hinten bedienen. Das normale Multifunktionslenkrad, nicht das GT-Sport-Lenkrad. Natürlich hier auch mit dem Drive Mode Selector vom Sport Chrono Paket und der schönen Sport Chrono Uhr da auf dem Armaturenbrett beim 992. Das ist so schön gemacht und auch der Drehzahlmesser. Schon ein bisschen her, dass wir 992 gefilmt haben. Ich glaube, das war letztes Mal, wo wir die beiden S-Modelle verglichen haben. Einmal komplett voll in Gelb und einmal in Enzian Blau Metallic mit relativ wenig Ausstattung. Ja, der hier ist jetzt so ein Zwischending, kann man sozusagen sagen. Ja. Panoramadachsystem, auch eine sehr feine Sache. Ja, und so kommt es, dass auch trotz ohne Lederausstattung, wo ich eigentlich selbst im Konfigurator immer direkt irgendeine Lederausstattung anklicke, ich dieses Fahrzeug sehr ansprechend finde, auch wenn ja eigentlich schwarz nicht so mein Ding ist. Es sieht aber doch sehr klassisch aus. Und ich sag mal so, Einsatzzweck ist jetzt hier von dem natürlich nicht das Sonntagsauto, sondern wirklich der Allrounder, den man immer fährt. Jeden Kilometer, den man fährt, will man in einem Porsche fahren, dann holt man sich so einen Porsche. Radarabstandshalter, Allrad, nicht so auffällig, sehr pflegeleicht natürlich, ohne das Leder ist natürlich, kann man sagen, ist ein Vorteil. Man kann auch einfach einen Lappen nehmen und kann das hier alles abwischen, total easy. Ja, und da ist so ein 992 einfach in schwarz eine super Wahl, ja. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung, was für ein 11er-Typ ihr lieber seid, auffällig oder lieber dezent unterm Radar und trotzdem den geilen Porsche fahren. Na, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mal unten in den Kommentaren hören, auf welcher Seite ihr da mehr steht. Ich bin immer so ein Zwischending, deswegen mag ich dieses Enzian Blau Metallic auf dem 11er sehr gerne. Aber ja, sonst brauche ich hier über das Fahrzeug, glaube ich, gar nicht mehr so viel erzählen. 992 haben wir eine Menge gedreht. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen. Ich glaube eher morgen eine Landstraße Allrad, wie sich das da verhält. Ja, das haben wir ja ganz vergessen, euch zu zeigen. Das Porsche Zentrum Mannheim hat jetzt eigene Bienen. Da gibt es demnächst Honig, wenn man ein Auto kauft. Das müssen wir natürlich direkt festhalten für Social Media. Die Welt muss es natürlich auch erfahren. Eigentlich eine ganz coole Aktion. Kennt man vielleicht vom Porsche Leipzig. Und jetzt hier auch beim Porsche Zentrum. Eigenen Honig. Klasse Sache. Und was ich auch noch erwähnen muss, hier hinter mir stehen gerade sehr viele Autos. Ein bisschen graue Landschaft, oder? Aber man kann jetzt hier in Mannheim auch Porsche Drive machen. Das heißt, ihr könnt euch über die Porsche Drive Webseite Porsches mieten. Richtig cool. Endlich gibt es auch hier in Mannheim, nicht nur in Stuttgart, wo es ja verkehrstechnisch nicht so spannend ist. Das heißt, ihr könnt euch hier einen mieten, schönen Tag damit verbringen. Und wenn ihr mal einen Routentipp haben wollt, schreibt ihr mir einfach mal auf Instagram, dann gebe ich euch ein paar nette Routen durch. Ja, das ist ein Anblick. Leute, in einem Video, was ihr ja alles seht, Turbo S Exclusive Series und jetzt auch noch Turbo Cabriolet 992
in Indisch-Rot mit dem Aero-Paket in Schwarz-Hochglanz. Ey, was ist hier los im Porsche-Zentrum? Ist doch krass. Das ist doch mal ein Anblick. Was ein Heck, was ein geiles Teil. Sportabgasanlage haben wir natürlich in Schwarz. 911 Modellbezeichnung in Schwarz. Den Porsche-Schriftzug haben wir auch in Schwarz. Ja, und dadurch, dass dieses Aero-Paket ist der Spoiler in einer etwas anderen Form. So nach oben, im Prinzip wie ein Stier, wie Hörner hat er. Und der obere Spoiler, der sich dann ausfährt, ist auch komplett in Schwarz. Die geilen Turbo S-Räder, die auch auf dem Fahrzeug waren, was wir schon reviewed haben, damals in GT Silber Metallic. Der Lufteinlass ist in Schwarz-Hochglanz. Das da unten ist auch alles in Schwarz-Hochglanz. Echt krass. Außenspiegel komplett in Rot. Innen drin sind auch rote Ziernähte. Sieht man hier ganz gut auf dem Armaturenbrett. Heftiges Teil. Ja, Matrix-LED-Scheinwerfer auch installiert. Heftig. Und vorne die Front sieht auch nochmal eine Menge krasser aus als auf dem Fahrzeug, was wir gesehen haben. Ne? Also hier unten, das ist eine ganz andere Form. Da in der Mitte auch Schwarz-Hochglanz. Radar-Ab-Anstandshalter ist auch drin. Vielleicht hat das Fahrzeug dann auch noch wieder das Porsche InnoDrive. Alter Scholli. Ja, reiner Zufall, dass wir gerade nochmal vorbeigekommen sind. Und dann steht hier so ein krasses Auto rum. Also ja, das Fahrzeug bestimmt doppelt so teuer wie der 992, den wir hier gerade fahren. Echt heftig. In der Box da hinten steht ein Turbo S Panamera, auch nicht gerade günstig. Da hinten steht auch noch ein Heritage Targa. Alles viel zu viel, das kann man gar nicht alles in einem Video zeigen. Aber wir haben noch genug Material für kommende Videos. Ja, und damit war's das für heute. Und dann gucken wir, was morgen passiert im Odenwald. Muss wieder traumhaft werden. Ja, und damit willkommen im Odenwald. Und ich habe jetzt auch mal so eine Verbrauchsfahrt mit dem 992 gemacht. Mal aus Mannheim hierher, genau dieselbe Strecke wie mit dem Cayman GTS 4.0. Und wir sind jetzt bei einem Verbrauch, ich zeige es euch mal. Wir sind bei 9,3 Liter auf 100 Kilometer. Und das ist, wenn ich mich recht erinnere, ist das mehr als der 4 Liter Saugmotor aus dem Cayman. Muss mal gerade gucken. Und wenn ihr bei mir auf dem Instagram-Account seid, dann könnt ihr euch alle Stories ansehen, die wir hier schon mal mit den ganzen Fahrzeugen gemacht haben. Und jetzt sollen wir mal gucken hier beim GTS 4.0, bei was für einem Verbrauch wir da waren. Da ist noch der erste Tag. Zack, 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 zack. Da sind wir. Da waren wir bei 8,6 Litern. Und hier sind wir jetzt bei 9,3. Was sagt uns das? Zylinderabschaltung ist halt echt ein cooles Tool. Das war auch noch ein Handschalter, muss ich auch noch dazu sagen. Der hier ist jetzt PDK, trotz Segelmodus. Ja, 0,6 Liter mehr. Hat halt riesengroße Reifen drauf, dieses Auto. Und wiegt natürlich auch noch ein bisschen mehr durch den Allradantrieb. Aber trotzdem, ich finde 9,3 Liter für so einen riesengroßen Elfer und auch einen verdammt ganz schnellen Elfer. Das ist halt auch das, was man hier nicht unterschätzen sollte. Dieses Fahrzeug ist schneller als ein 4.0er. 9,3 Liter ist doch vollkommen alltagstauglich, oder? Auf der Autobahn, da guckt ihr eher so auf den Verbrauch von 12 bis 13 Litern bei normaler Fahrt, wenn ihr richtig Stoff gibt. Ja, nach oben ist offen, ne? Also gönnt euch. Das ist halt einfach krass. Und wir gönnen uns jetzt auch mal hier, denn hier im Odenwald sind einfach so schöne Straßen. Das wollen wir jetzt mal nutzen. Machen wir hier wieder die GoPro auf die Stirn. Die Kameraperspektive sieht einfach ganz geil aus, oder? Und jetzt wird der Verbrauch ein bisschen steigen. Was natürlich auch ganz praktisch ist, Ziel dieses Videos ist es mal ein bisschen den Allrad zu zeigen, und das Fahrzeug zeigt uns natürlich das auch immer an, wie viel Allrad gerade genutzt wird, also wie viel an die Hinterachse geht oder wie viel an die Vorderachse geht. Was ist denn das für ein spannendes Auto? Darf man das so als Auto nennen? Und ihr seht das, immer wenn beschleunigt wird, dann wird dieser Balken an der Frontachse sofort größer, er zieht sich da sofort die Traktion. Brumm, brumm, sagt er. Wir haben
Glück, die wollen hier nicht längs. Also manuelle Gasse. 70 km/h für Motorräder. Es ist schön, dass wir 100 fahren dürfen. Und da steht die 100 schon. Straßenlage ist natürlich perfekt, der hier hat nicht die 10 mm Tieferlegung. Das spürt man, das Fahrzeug liegt nicht ganz so krass auf der Straße, aber ist natürlich bequemer. Bis jetzt nirgendwo Vollgas. Fast 50% war gerade an der Frontachse, als ich da mal so nicht sauber aus der Kurve raus beschleunigt habe. Was für eine nette Straße und nette Gegend das doch hier ist, oder? Halt einfach mega Spaß hier mit so einem Elber mal so richtig auf der Landstraße zu fahren. Da sind schon Geschwindigkeiten in Kurve möglich, irre. 60 in der Haarnadelkurve, Leute. So, schönen Sitz und Abflug. Das ist so genial. Das muss genial aussehen aus dieser Perspektive. Lasst mal einen Kommentar da, ob ich sowas öfter machen soll hier. Point-of-View-Film. Ich finde es eigentlich ganz cool, auch wenn ich ziemlich dämlich aussehe mit der GoPro auf der Stirn. Aber lasst mich das mal hören, ich mache das gerne für euch. Weil es so schön war, fahren wir natürlich den Berg wieder hoch. Ja, hier ist es natürlich schade, ne? Wenn ich nicht filmen würde, könnte ich ja durchballern. Würde ich bestimmt auf 130, 140 kommen mit diesem Auto. Das machen wir auf dem Video natürlich nicht. Wir sind sehr vorbildlich hier. Boah. Habt ihr gesehen, wie die Anzeige hochgeht vom Allradantrieb? Das macht ein normaler S halt nicht mit. Der ist da ganz schön am struggeln denn an der Hinterachse. Das spürt man auch, wie er denn regelt. Hier gar nichts. Dieses Auto regelt wirklich gar nichts. Er hat einfach so viel Traktion. 305er Walzen hinten. Das ist irre. Beim 992. Wie groß die Räder geworden sind. Und dieses Auto könnte ja noch mehr Performance-Optionen haben. 10 mm Tieferlegung gibt es ja auch noch. Dann gibt es noch die Hinterachslenkung und es gibt ja auch noch den aktiven Stabi, dass das Fahrzeug sich nicht neigt. Und das muss dann schon ein richtig krasses Gerät sein, wenn man so ein 4S hat. Mit den ganzen Performance-Aktionen. Da glaube ich, das ist zwar richtig teuer, aber muss auch mega krass sein. Und auf der anderen Seite geht es wieder runter. Seht ihr, wie schnell ich an der Grenze zu den 100 bin? Das ist das, was ich meine, warum mir ein normaler Carrera mehr Spaß bringt. Weil man ist halt sofort in dem Bereich, wo
die Wachtmeister sagen, das wollen wir nicht, Michael. Das ist wirklich das größte Problem mit den modernen Autos. Aber auch dafür gibt es ja eine Lösung. Die Rennstrecke gibt einem da mehr Platz. Das PDK ist auch so krass, oder? Es ist doch noch einen kleinen Ticken langsamer als bei dem 991.2 GTS aus dem letzten Video. Aber wirklich nicht viel drin. Ja, irre geil. Bringt einfach mega Spaß, dieses Auto. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen, hier mit dem 4S unterwegs zu sein. Es ist nochmal ein ganz anderes Auto als so ein Basis Carrera. Also Traktion ist eigentlich endlos. Es ist so ganz leicht an Tröppeln hier gerade. Die Straße ist natürlich noch trocken, aber wir sahen hier 4,5 Grad und ihr habt gesehen, was das Fahrzeug hier stemmt, auch bei der Launch Control, ne? Da war nichts mit durchdrehenden Reifen, das war einfach und Abflug, ja. Also das ist einfach nur brutal. Und ja, auch wenn das Fahrzeug jetzt hier nicht komplett performance-technisch ausgestattet ist, bringt es mega Spaß auf der Landstraße. Wer noch sportlicher will, das geht. Man kann dann noch mehr in den Optionen rumklicken. Hier die Ausstattung ist tatsächlich sehr daily fokussiert. Finde ich auch wirklich ein sehr gelungenes Auto. Sehr stimmig, passt alles. Und auch einer der Vorführer, wo ich sage, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er zum Verkauf steht oder schon verkauft ist. Wenn er noch zum Verkauf steht, schreibt der Laura gerne E-Mail. Also das Auto kann ich ja wirklich sehr empfehlen. Wirklich. Eigentlich ist er perfekt ausgestattet, fehlt nichts. Und würde ich auch genauso nehmen. Na, also wenn das der Fall war, dass euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, lasst sehr gerne ein Abo da. Wir machen eine Menge coole Videos und haben auch schon eine Menge coole Videos gedreht, wenn ich das so sagen darf. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Allah, ciao!